So Freunde, heute machen wir mal ein Video, was wieder ein bisschen Tension hat, wo mal wieder ein bisschen Spannung drauf ist, ein bisschen Dampf unterm Kessel. Und es liegt daran, dass meine Laune so ein bisschen angespannt ist, mein Nervenkostüm angekratzt. Ich habe neue Nachbarn, die von oben kennt ihr schon, da wohnt jetzt auch jemand Neues. Aber die teilen sich dasselbe Hobby, ihr könnt es bestimmt erraten. Richtig, es wird viel geknattert und das zu fast jeder Uhrzeit. Ich habe manchmal das Gefühl, ich wohne im scheiß Bordell. Außerdem hat der Hund am Wochenende die Fernbedienung gefressen, was ich sag mal mehrere negative Konsequenzen für mich hatte. Einerseits konnte ich nicht Fernsehen gucken, andererseits musste ich zum Tierarzt und die sind jetzt auch erwartungsgemäß nicht so günstig, gerade am Wochenende nicht. Und dann habe ich jetzt noch die nächsten 1,5 Monate Renovierungsarbeiten im Haus, was bedeutet, dass ich hier Schlagbohrer und Presslufthammer morgens ab 7:30 Uhr die Klinke in die Hand geben, damit danach die Wohnung zum doppelten Preis neu vermietet werden kann. Super! Jetzt wollen wir aber mal gucken, worum es eigentlich gehen soll heute, denn ganz nebenbei geht es ja hier auch noch um Parfum und wir gucken uns heute einzigartige Düfte an. Einzigartige DNAs, Düfte, die man aus Tausenden vielleicht rausriechen kann, die nicht so viele Dupes und Duplikate haben wie andere, sondern wirklich, wo man sich mit eindieselt morgens und denkt, ich als Individuum bin einfach wunderbar und einzigartig. Gut, das solltet ihr auch ohne den Duft denken, aber mit geht es noch besser. Und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen, ein bisschen angespannten Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es, wie schon gesagt, nervlich angekratzt, aber trotzdem optimistisch. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten Duft von einer Marke, die mir nicht unbedingt sympathisch war, zumindest am Anfang. Die Rede ist von der Marke Argos aus den USA, ja, und das hier ist der Fall of Phaeton. Die haben hier dann so ganz aufwendige Flakons, seht ihr das? Ne? Und hier ist relativ wenig drin, muss ich sagen, das ist ein Restflakon, denn ich muss so ein bisschen die Penunsen zusammenhalten. Ja? Und ja, was ist das hier für ein Duft? Also das ist ein frischer Duft mit Kardamom, mit Rosapfeffer, mit Ingwer. Und natürlich so einer gewissen Zitrik. Und ich muss sagen, normalerweise sind Düfte mit Kardamom, also mittlerweile, ich mag das, aber es gibt zu viele. Und gerade in so einer Liste, wo Düfte ja einzigartig sein sollen, hätte ich nicht gedacht, dass der da reinfällt. Aber zusammen mit diesem Oud, zusammen mit dem Lavendel und mit so einer ganz süß-vanilligen Basis, ergibt sich hier einfach ein Duft, den ich so weder in der Sammlung habe, noch sonst wie kenne. Ja? Vielleicht habe ich einfach zu wenig gerochen im Leben, aber der hier ist für mich wirklich einzigartig. Das ist irgendwie ein süß, würzig, frischer Duft. Und das sind ja eigentlich 3 Attribute, die so schwierig zusammengehen. Hier funktioniert das ganz hervorragend. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen ja, so eine Reißbrettmarke ist, ähnlich wie Mind Games, ne? Also hier so wahnsinnig aufwendige Flakons und dann geht es da um die griechische Antike und irgendwie ja, das mystische alte Griechenland, ne? Am Arsch. Nichtsdestotrotz ist der Fall des Phaetons ein guter Fall, muss man sagen. Ist ein Glücksfall meiner Meinung nach sogar, denn es ist ein frisch, würzig, toller Duft. Das Oud ist nie stinkig, nie animalisch, braucht euch gar keine Sorgen machen, rieche ich persönlich auch nicht unbedingt raus. Hauptsächlich diese schöne Ingwer-Lavendel-Kombo mit dem Vanilligen unten drunter ist ganz, ganz toll, möchte ich an der Stelle einmal betonen. Der nächste Duft ist von einer Marke, die mir mindestens genauso suspekt ist. Von der Schweizer Marke Thomas de Monaco kommt hier der Fuego Futuro. So, und was ist jetzt mein Problem damit? Na, ganz einfach der Name. Thomas de Monaco? Ernsthaft? Also fällt dir nichts Besseres ein? Das klingt wie Robert Gaisini oder Roberto Gaisini. Also das wirkt eher wie was ich irgendwie bei Poco kaufe oder bei Kick, aber jetzt nicht irgendwie für teuer Geld in der Parfümerie. Der Duft straft natürlich so ein Vorurteil Lügen, denn wir haben es hier mit einem knochentrockenen Weihrauchduft zu tun, aber es gibt Mate, es gibt Heu, es gibt Salbei, es gibt einen Ascheakkord, es gibt Zypresse. Und was soll ich sagen, wenn ihr im Sommer, ja, an so einem schönen Spätsommertag, ihr radelt da vielleicht irgendwie durch die Felder, ja, und die sind abgeerntet, der Boden ist trocken, so die Sonne ist gerade so noch kurz vorm Untergang und ihr riecht dieses Erdige, dieses Heuige, dieses Strohige. Ich will mich jetzt nicht in solchen wilden Fantasien verlieren, aber so riecht das Ding. Und deswegen ist der in der Liste. Ich habe so einen Duft in dieser Art noch nie gerochen, vor allem weil das kein kirchlicher Weihrauch ist, sondern wirklich durch diese Salbeinoten und durch dieses Teige, was der auch hat. Also wie gesagt, kein so ein grüner oder Earl Grey, sondern dieses Mate, dieses Strohige, wirklich einzigartig ist. Ja? Das Einzige, wie gesagt, ist der Name Thomas de Monaco, nun denn. Nichtsdestotrotz, geiler Duft, absolute Empfehlung. Der nächste ist der wunderbare Liquid von Liquid Imagine.
Jetzt wissen wahrscheinlich die allermeisten von euch, das kennt man ja auch so aus den sozialen Netzwerken, ja, wo ich übrigens nicht bin, dass man das hier reinsprühen soll, dann kann man es anzünden. Das ist natürlich eine wahnsinnig gute Idee bei einem teuren Duft, das würde ich auch machen. Auf jeden Fall immer den Duft reinsprühen und anzünden. Und danach am besten den Flakon aus dem Fenster werfen. Das ist genau die richtige Art, so einen Duft anzuwenden. Nein, Spaß beiseite. Das ist ein Duft, der seinem Flakon alle Ehre macht. Ja? Denn es ist ein goldener Duft. Das ist nicht so ein richtig frühlingshafter Duft. Doch, es ist ein frühlingshafter Duft. Es ist eher kein sommerlicher Duft. Es ist so ein frühlingshafter Herbst. Es ist ein Übergangsduft. Man hat Safran. Safran kennen wir aus anderen Düften, aber zusammen mit Mandarine ergibt das hier so ein bisschen so einen frischen, ja, also diese Safrannote, die wird so ein bisschen, dieses medizinische, was Safran oft hat, wird hier so ein bisschen durch diese Mandarine gedämpft. Dann haben wir eine sogenannte Solarnote, hatten wir auch schon in anderen Düften, weiß ich bis heute nicht, was das ist. Dann haben wir Möhren und Koriandersamen und jetzt mal Hand hoch, wer weiß, wie das riecht. Und unten gibt es dann natürlich so ein bisschen das übliche Vanille, Tonka und so weiter und so fort. Also er wird dann ein bisschen süßer. Aber insgesamt ist diese Mischung aus dieser frischen Mandarine mit dem Safran und dieser, wie gesagt, Solarnote, dieser ominösen, ergibt das einfach einen frisch würzigen Duft, der in seiner Art und Weise einzigartig ist. Aber trotzdem ist der strahlend, der ist hell, der leuchtet. Und deswegen sage ich ja, diese Flakonfarbe macht schon irgendwie Sinn. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich finde, sie sehen nicht so wahnsinnig hochwertig aus. Ist aber ein toller Duft, also muss ich sagen, da hat mich Liquid Imagine überzeugt. Und wir machen weiter mit einem goldenen Duft, ja, und das ist hier der wunderbare Soleil de Jeddah. Hier ist die Sonne mal wieder im Namen, ja, von Stefan Humbert Lucas oder Lucas, je nachdem. Und der riecht wie eine, ja, sehr teure Seife. Aber er ist so wahnsinnig cremig. Also was hier zusammenkommt, ist einmal eine Zitrone, also was Zitrisches, ohne dass das jetzt so was ja, unangenehm Spritziges hat, weil diese Kombination mit Kamille und Osmanthus. Osmanthus hat ja oft auch so ein bisschen so was erdig-ledriges und dann mit dieser Kamillennote ergibt das so eine ganz, ganz eigene Kopfnote, ein Opening, was ich wie gesagt so noch nicht kenne, so noch nicht gerochen habe, aber dem so einen luxuriösen, würzigen, orientalischen, seifigen Charakter gibt. Dann hat man Schwertlilie, also eine Iris, man hat auch noch Irisbutter, dann hat man russisches Leder, erdige Noten und natürlich so ein bisschen was Vanilliges, was den auffängt. Und insgesamt ist das einfach ein Duft, den ich in der Art nicht kenne. Der riecht einerseits frisch, einerseits würzig und trotzdem hat er diese extreme, weiche Cremigkeit wie von so einem weichen, schönen Leder. Ganz, ganz toller Duft, auch absolut unisex und meiner Meinung nach ist der nun wirklich, außer für die ganz heißen Tage, ganz jahresgeeignet. Finde ich ein tolles Ding, der geht im Herbst genauso wie im Frühling und wie gesagt, an den Sommertagen, wo jetzt nicht 30 Grad brennt, ist es auch ein Banger. Könnt ihr mal ausprobieren. Der nächste Duft ist von Mathieu Premier, ist der Falcon Leather. Und Mathieu Premier ist die Marke von Aurélien Guichard. Der hat auch schon für unter anderem Robert Piguet gearbeitet. Und ja, die zeichnen sich ja durch so sehr minimalistische Düfte aus. Also einmal im Design, ja, das sieht man ja, aber auch die Inhaltsstoffe. Also hier hat man natürlich Safran, man hat Birkenteer, man hat Benzoin und Labdanum und der Geruch soll so ein bisschen an den Falkner-Handschuh erinnern. Ja, die Falkner haben ja so Handschuhe an, weil Falkner haben Falken und Falken haben Krallen und wenn die so auf der Haut landen, ist es unangenehm. Und ja, an diesem Falkner-Handschuh orientiert sich dieser Duft und es ist ja auch in diesen klassischen Lederakkorden spielt der Birkenteer immer eine sehr große Rolle. Der Safran hier ist schon auch sehr scharf und sehr medizinisch, nur leicht süß. Ist insgesamt ein toller Duft, der vor allen Dingen auf der Haut wahnsinnig gut funktioniert. Und ich habe immer das Gefühl, der kommt ganz gut an, obwohl der, ich sag mal, wenn man den frisch aufsprüht, schon sehr, sehr intensiv ist. Insgesamt, Mathieu Premier haben ja immer sehr, sehr gute und hochwertige Rohstoffe, bauen ja auch viel selber an. Ne? Diese rosa Centifolia da, diese 1100-blättrige Rose und ich glaube Tuberose auch noch und Immortelle, Strohblume, das machen die da alles in krass, haben die große Ländereien und da sammeln die das Zeug ein und packen das in Düfte und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der nächste Duft ist der Clive Christian Jump Up and Kiss Me Hedonistic. Und ich muss sagen, gerade in letzter Zeit scheue ich mich so ein bisschen davor, bin ich ganz ehrlich, immer so super teure Düfte zu zeigen. In dem Fall muss er leider mit in die Liste rein. Kann ich leider nicht sein lassen, weil der natürlich eine einzigartige DNA hat. Der ist ja aus der sogenannten Addictive Arts Reihe. Ja? Das heißt, also die abhängig machenden Künste, hier wird so ein bisschen wahrscheinlich das Opium und der Drogenkonsum irgendwie verherrlicht. Ein bisschen komisch, diese Assoziation, also weil da ist ja tatsächlich, zumindest als Duften, ist ja Opium und Wermutkraut und so. Wermut kennt man ja erst im Absinth und so. Aber die Hauptrolle spielt hier ja einmal diese Schwarzkirsche und sowas, was es so ein bisschen oldschoolig macht, finde ich. Man hat auch so ein bisschen Neroli, man hat aber auch so dieses Papyrus und
und dann unten so ein bisschen so ledrige Noten, auch so ein bisschen Amber. Also eigentlich ist hier so ziemlich alles drin. Es hat eine sehr, sehr lange Liste. Was den Duft, glaube ich, so besonders und einzigartig macht, ist, dass das so verblendet ist, ja, also so gut ineinander geht, dass sich diese Noten so changierend abwechseln. Ja, man hat natürlich im Opening so ein bisschen diese Kirsche, die aber nie so eine süße Mancherie-Kirsche wird, sondern sich immer so ein bisschen im Hintergrund hält und sich halt abwechselt mit diesen sehr klassischen Noten wie Neroli und dann halt diesem Krautigen, was da halt noch drin ist, wie dem Wermut und dem Opium. So, und wir bleiben direkt jetzt mal bei solchem Drogenduft, ja, nämlich hier den Black Afghano von Gualtieri, also von Nasomatto besser gesagt. Und mich nervt das hier immer, das zieht hier immer dieses Plastikding, das zieht sich immer so raus oben. Seht ihr das? Also das, bei den anderen Gualtieris, da bei den Otto Parisis fällt immer oben dieses Emblem ab und hier zieht sich immer, also an Kleber haben die da definitiv gespart. Nun denn, also gut, der Black Afghano. Oft kopiert, nie erreicht. Deswegen ist der hier drin. Ja, es gibt Düfte, die so in diese Richtung gehen, aber keiner riecht wie der. Da ich leider, oder zum Glück, ich weiß es nicht, gar keine Drogen vertrage, also weder jetzt das gute Haschisch noch Kokain noch sonst was, ich weiß gar nicht, das ist das Harz, ne? Also wer jetzt hier irgendwie ab und zu mal so an der Bong nuckelt, der kann ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, das ist ja jetzt hier nicht dieses Kiffgras, was da drin ist, ne? Der riecht ja eher nach diesem Haschisch. Das Haschisch ist schon Harz, glaube ich, ne? Ich kenne mich da nicht aus. Ich brauche jetzt mal die Leute, die sich mit Drogen ein bisschen auskennen. Soll man in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, das ist ja sowieso alles Quatsch. Das ist ja auch nur eine Anlehnung, eine Assoziation, ein Eindruck. Und was ganz, ganz toll ist, dass da noch Weihrauch bei ist und Hölzer. Und das Ganze ergibt eine Melange, einen dunkelharzig, holzigen Duft. Ist fast so ein bisschen so ein Grufti-Duft, ne? Ist bestimmt auch Patchouli mit drin. Man weiß es nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und ja, also wenn den irgendwie einer trägt, der irgendwie hinter euch im Bus sitzt, das nehmt ihr schon wahr. Und das ist auch wirklich ein Duft, den, wie gesagt, ich absolut einzigartig finde. Und diese DNA in dieser Radikalität gibt es nur bei Nasomatto im Black Afghano. Der nächste Duft hier ist von Angelos Création Olfactive. Ja, und das ist der Angeliki, das steht hier unten auch nochmal drauf. Das macht der gute Angelos ja immer handschriftlich. Und zu diesem Duft gibt es so ein bisschen melancholische, vielleicht ein bisschen emotionale Geschichte. Denn Angeliki bedeutet, glaube ich, so viel wie Engel oder Engelchen oder mein Engel oder so. Das war der Spitzname für seine Großmutter, die ist im Alter von 104 Jahren gestorben. Und deswegen kommt an ihrem Todestag am 21. Mai immer 104 Flakons dieses Dufts raus, der ihr zu Ehren gemacht ist. Ist ein relativ starkes Parfum, ich glaube um die 21 oder 25% Parfümölanteil. Und ich glaube, es ist auch eigentlich kein Parfum, das steht auch auf der Website, ne? Das ist eine olfaktorische Erfahrung, denn da werden gewisse Grenzwerte überschritten. Könnt ihr euch mal angucken. Hier wirklich jetzt irgendwie diese Zutaten runterzubeten, geht nicht. Da ist wirklich alles drin, das ist eine DIN A4-Seite voll, könnt ihr vergessen. Was wichtig ist, das ist ein oldschooliger Duft. Der wird oft so ein bisschen als Chypre beschrieben. Das finde ich so ein bisschen schwierig, weil der nicht so diese typische Barbershop-Note hat. Der ist schon sehr blumig, also man hat so Blauregen und Flieder und Fräse und sowas. Aber man hat vor allen Dingen sowas Aldehydisches, man hat diesen Pfirsich, man hat so eine, ja, zu diesem Aldehydischen was Grapefruitartiges, ein bisschen bitter-zitrisches und das macht diesen Duft meiner Meinung nach so besonders, er hat eine Animalik, die man ja in so einem Omi-Duft, auf gut Deutsch gesagt, gar nicht vermuten würde, und so eine Rauchigkeit. Ja, das liegt daran, da ist natürlich auch noch Zibet und Bibergeil und Ambrettsamen und was nicht alles drin. Und je länger ihr den tragt, desto rauchiger und süßer wird der. Also der wandelt sich von diesem blumig-zitrisch-aldehydischen zu so einem eher rauchig-süßen Duft. Ganz, ganz toller Duftverlauf, sehr intensiv. Ich finde den aber im Winter draußen, wenn das einen so umweht, so ein bisschen so eine Aura schafft, ganz, ganz toll. Und der verliert auch sehr, sehr schnell diesen oldschooligen Charakter. Also falls ihr jetzt denkt, oh Gott, muss ich erst 104 sein, um den zu tragen? Nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst nur wissen, dieser Duft an sich ist ein sehr klassischer Duft. Ne? Das ist jetzt nicht so diese moderne Molekül-Perfumery, sondern da ist schon sehr viel auch Vintage-Charakter mit drin. Nichtsdestotrotz ist ein ganz, ganz toller Duft. Solltet ihr euch mal auf den Zettel schreiben, mal ausprobieren und wie gesagt, ist eine sehr einzigartige DNA, wie ich finde. Der nächste Duft
ist der Fucking Fabulous von Tom Ford. Ja, und was soll ich euch sagen? Warum ist der jetzt hier in dieser Liste? Weil ich finde tatsächlich, und das ist einer der Gründe, warum ich so oft diese Tom Ford Düfte in letzter Zeit zeige, gerade in dieser Private Blend Collection, das sind einfach einzigartige DNAs. Und hier haben wir eine Mischung, die auf dem Papier echt wild klingt. Also wir haben da Iris, wir haben Lavendel, wir haben Bittermandel, wir haben Muscatella Salbei, wir haben Leder. Und insgesamt, ich finde nicht, dass man den jetzt besonders mandelig oder besonders lavendelig finden kann, sondern das ist so ein bisschen, der changiert so ein bisschen hin und her. Und der kriegt, also ich kriege da immer so ein bisschen so eine Latexnote, aber keine unangenehme. Ne? Also wirklich so ein bisschen, der hat so ein bisschen was Würziges, sehr Unsüßes, sehr Erwachsenes. Und ich finde halt den Namen auch einfach geil. Ne? Also ich meine, wer fühlt sich nicht gerne Fucking Fabulous? Man muss dazu sagen, ich glaube, es gibt Länder, da heißt der nur Fabulous. Ja? Die sind einfach deutlich prüder und da lässt man dann das böse F-Wort einfach weg. Insgesamt ist ein Banger, ist natürlich wie alle Tom Ford Düfte jetzt nicht das stärkste Parfum, was aber auch nicht schlimm ist. Ist zum Beispiel auch ein Ding, was sehr, sehr gut irgendwie im Büro meiner Meinung nach funktioniert. Im letzten Video haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben, was Bürodüfte angeht, wobei ich euch auch recht geben muss, manche von den Düften waren vielleicht ein bisschen doll, aber gut, anderes Thema. Den letzten Duft. Ja, habe ich mir extra aufgehoben, weil ich kann den nicht aussprechen. Also erstmal muss, wie der aussieht, das ist schon eine harte Herausforderung hier. Das Ding hier, ne? Da. Könnt ihr das sehen? Ja, super. Also das ist keine Statue oder keine Skulptur, das ist ein Flakon und das ist der Io non homani che mi accarezzino il volto. Und das bedeutet so viel wie, ich habe keine Hände, die mir das Gesicht streicheln. Also da weiß man schon direkt, was einen erwartet. Gute Laune im Flakon von Herrn Filippo Soccinelli, ja, der alte Schneider mal wieder. Und was haben wir hier für einen Duft? Der ist inspiriert von einer Fotoserie von einem Mann, der heißt irgendwie Mario Giacomo, ich weiß es nicht ganz. Wir schreiben es hier rein, blende ich euch ein, hier oder da, mal gucken, wo es gerade passt. Und der hat in den 60er Jahren junge Leute fotografiert. Es gab sehr viel Armut in Italien und die sind deswegen ins Kloster gegangen, ja, und haben dann da studiert und sind da in die Lehre und haben quasi so einen Lebensunterhalt sich gesichert, aber gleichzeitig natürlich Einsamkeit und das zölibatäre Leben in Kauf genommen. Und ja, dieser Duft soll das so ein bisschen einfangen und da gibt es halt diese Fotos. Deswegen soll der Flakon auch so aussehen wie eine Kamera. Das Silberne soll scheinbar so eine Kamera sein. Hier hinten ist auch noch so ein Typ drauf. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe erst gedacht, das wäre Nosferatu, so von Klaus Kinski gespielt, ist es aber nicht. Nun denn, was haben wir eigentlich hier für einen Duft? Also klar, bei so einer Story wird da jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie Kirsche und Vanillepudding drin sein und genauso ist es. Wir haben Myrrhe, wir haben Galbanum, ja, eine Note, mit der ich ja hin und wieder auf Kriegsfuß stehe. Wir haben Petit Grain, Bergamot und dann haben wir in der Herznote Zimtblatt und das ist brutal. Also diese Zimtnote bestimmt den ganzen Duft, ist super unsüß, also jetzt nicht so Zimt und Zucker, sondern wirklich würziger, harter Zimt, der wirklich auf die Nase haut. Es gibt auch da Muscatella, Salbei, Ylang, Styrax und unten dann so Tabak und solche anderen Weihrauchnoten. Weihrauch ist ja in fast jedem Soccinelli drin, hier auch. Und es geht wirklich darum, dass der so ein bisschen nach alten Zigarren riecht, ja, nach der ätzenden Tinte auf dem Papier. Und genauso ist das auch. Das ist so ein knarziger, dunkler Duft. Nicht so richtig kellerfeucht, das nicht, aber schon nach Alpengemäuer. Also man kann sich richtig vorstellen, wieder diese jungen Leute hinter diesen dicken Klostermauern sitzen und hat er einfach gut gemacht. Ist kein schöner Duft, aber schön muss er ja auch nicht sein. Ja? Also es ist ja ein Unterschied zwischen schön und schlecht. Also das ist, der schafft es, diese Atmosphäre wirklich einzufangen und es ist ein Duft für die ganz, ganz kalten, ganz dunklen Tage, hat so ein bisschen ganz leicht was von so einem alten Rasierwasser, also auch das ist wahrscheinlich gewollt, plus halt wie gesagt diesen Tabak, dieses Zimtige, dieses bittergrün, würzige, rauchige, ist ein Monstrum. Wir schlagen den jetzt hier mal wieder in seine Fledermausflügel ein, stellen den weg. Wir sind jetzt hier schon am Ende angekommen, Freunde. Und ich sag mal so, ich hoffe, es war was für euch dabei. Es waren mal wieder ein paar Düfte dabei, wo ihr sagt, krass, die kannte ich noch nicht. Wenn da jetzt noch irgendein Geheimtipp lauert, wo ihr sagt, nee, der Duft, das ist eine DNA, die kann keiner nachbauen, die ist einmalig,
schreibt es mir in die Kommentare. Dasselbe gilt für Lob und Kritik. Bitte einfach alles in die Kommentare schreiben, da freue ich mich. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch ein Like, ja, abonniert den Kanal, teilt das Video, macht die Glocke an, Klingeling, ja, dann dann verpasst man auch kein Video mehr. So, ich sage das jedes Mal am Ende, aber irgendjemand sieht es ja immer zum ersten Mal, hoffe ich zumindest. Und genau, wenn ihr all das gemacht habt, dann guckt da einfach nochmal, was es auf dem Kanal sonst noch für Videos gibt. Wir haben ja schon eine ganze Menge abgedeckt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und damit würde ich sagen, alles Liebe, alles Gute und tschüss.